6 Europameistertitel, ein sensationeller Rundenrekord auf dem Nürburgring und mehrere Siege bei Langstreckenrennen in den USA. Mit Dieter Klöster, Hans-Joachim Stuck, Niki Lauda, Harald Ertl und Ronnie Peterson reifte der BMW 3,0 CSL zum erfolgreichen Rennwagen. Servus zusammen, mein Name ist Georg, bin 36, komme aus München und ich stelle euch heute meinen BMW i9 Gruppe 5 CSL vor. Das ist ein BMW i9 Gruppe 5 CSL, Baujahr 74. Motor haben wir vom BMW E34 M5 verbaut. Das ist mit der 3,8 Liter Maschine. Aktuelle Leistung ist bei 420 PS. Wie sind wir zu der Leistung gekommen? Durch klassisches Saugertuning natürlich, leichte Kurbelwelle, andere Pleuel, andere Kolben, Zylinderkopf bearbeitet und man kennt sie aus dem klassischen Tuning. Dieses Auto war nicht einfach umzusetzen, weil eine gute Basis von einem i9 zu finden ist schon sehr schwierig. Blechteile zu bekommen, Katastrophe. Naja, wir haben uns trotzdem entschieden, was Fettes zu bauen, was es halt so nicht nochmal auf der Straße gibt in Deutschland oder fast europaweit. Dann haben wir uns halt an BMW gewendet, ob wir dieses Auto bauen können und vor allem dürfen. Das Auto hat eine Riesenhistorie durch die Rennsportmeisterschaft in den 70er Jahren. Hans-Joachim Stuck, einer der bekanntesten deutschen alten Haudegen, hat dieses Auto sehr erfolgreich gefahren damals, auch in Amerika drüben. Diesen Gruppe 5 Bodykit, den gibt es nicht so zum Kaufen, den haben wir durch die guten Kontakte von meinem Vater zur BMW Classic die Formen geliehen bekommen. Dann sind wir mit diesen Riesenformen in unserem Opel-Transporter nach München gefahren, die abgeholt und ja, dann haben wir uns in die Werkstatt gesetzt. Keiner hatte Ahnung vom Laminieren so wirklich und haben halt diese Formen da rausgezogen. Und es war eine Höllenarbeit, dieses Auto zu erschaffen, so wie er jetzt dasteht. Es ist ein GFK-Bomber. Was man halt mit GFK die Gefahr hat, ist, dass irgendwann zum Reißen anfängt. Ist zum Glück in diesen 8 Jahren bis jetzt noch nicht passiert, sprich wir haben gute Arbeit geleistet. Ja, generell dieses Auto haben wir sehr nah am Original gebaut, was halt außenrum betrifft. Gut, der Motor ist ein anderer, weil der Originalmotor, der ist einfach nicht bezahlbar. Es gibt auch kaum mehr Teile dafür. Im Inneren haben wir uns ein bisschen modernere Elemente noch gehalten, so ein bisschen Carbon verbaut. Die Recaro Pole Position, die können einfach in das Auto rein, weil so normale Couchsessel passen nicht rein in das Auto. Und eine schöne Geschichte zu dem Auto ist, wo wir den gebaut haben, geht bei mir die Werkstatttür auf, stand auf einmal Hans-Joachim Stuck bei mir in der Werkstatt. Ein Bekannter von mir kennt ihn recht gut und der hat ihm halt erzählt, dass wir dieses Auto gerade bauen. Und das war halt für mich wie ein Ritterschlag.
der ist halt reingekommen zu mir und hat sich das Auto angesehen und hat gesagt, der ist sauber gebaut mit dem, wo ich damals gefahren bin. Und das ist ein irres Gefühl gewesen, dass dieser Mensch einfach bei mir in meiner kleinen Hütte war. Ihr habt die Werkstatt von mir gesehen in diesem Video und es war einfach geil. Und er hat sich auch verewigt in dem Auto mit einem schönen goldenen Stift. Das Auto ist Emotion pur. Es ist egal, wo man mit diesem Auto auftaucht. Gerade die ältere Generation von BMW oder Tuning begeisterten Leuten wissen halt, dass das Auto viel geschafft hat in Deutschland oder auch weltweite Erfolge gefeiert hat. Und es ist ein Einzelstück. BMW hat schon mal eine Anfrage gestellt, ob wir den ausstellen dürfen bei denen. Und da habe ich aber abgesagt. Das bleibt bei mir zu Hause, das Auto, und ist auch gut so. Das Fahrwerk ist eine Einzelanfertigung von KW. Und das ist sogar ein KW Competition. Die vorderen Dämpfer hätte es gegeben. Für die hinteren, da haben wir uns eben wie beim Original dran gehalten, dass wir ein McPherson-Federbein hinten drin haben. Also sprich, dass Feder und Dämpfer in einem sind und nicht Feder und Dämpfer getrennt, wie es BMW üblich ist. Und dieses ganze Auto auch auf diese Breite zu bekommen, wir haben ja bei Null angefangen und wir hatten damals zum Glück eine CD von BMW bekommen, wie die ihr eigenes Auto restauriert haben. Da sind wir dann drauf gekommen, dass die vom BMW E3 die Hinterachsschwingen genommen haben, die nochmal 4 cm breiter sind. Deswegen sind wir auf das ganze Verbreiterungsgeheimnis von BMW auch gekommen. Und was wir leider auf diesem Auto nicht realisieren konnten, waren die Felgen aus den damaligen Zeiten mit dem Zentralverschluss, weil da hat einfach der TÜV nicht mitgemacht hier in München. Da haben sie gesagt, schiebe ab, mach was anderes. Dann haben wir uns eben für diese Kerscher CS-Felgen entschlossen. Vorne sind es 10x18 und hinten sind es sogar 13x18. Einfach, dass die Radhäuser auch schön ausgefüllt sind, so wie es halt auch sein muss, weil es bringt, wenn man so ein riesen Auto baut und dann noch einen Schuhkarton in den Radkasten reinkriegt. Ich habe auch noch andere Spielzeuge bei mir daheim in der Garage stehen. Man kann so sagen, dass wir im Schnitt alle 2-3 Jahre ein Auto gebaut haben. Ich bin jetzt bei 5 Autos mittlerweile angelangt. Handelt sich nicht nur immer um BMW. Wir haben halt Fahrzeuge gebaut, die halt bei uns Emotionen wecken. So, mein Vater und ich sind halt so. Mein Vater ist mit Rennsport aufgewachsen, ich teilweise bei Porsche auch. Und wir haben da noch einen Ford Hundeknochen, Baujahr 73, auch auf Gruppe 4 verbreitert. Wir stehen halt einfach auf breite Autos, das kann man bei uns nicht leugnen. Und dann haben wir noch einen Ford Escort RS 2000 MK2, die Spezialversion, da haben sie 1978 genau 400 Stück gebaut. Wir haben das Originalfahrzeug zum Glück bekommen. Und mein Vater hat sich dann irgendwann mal was Dickes Amerikanisches eingebildet. Ja, und dann haben wir uns entschlossen, dass wir noch einen Chevrolet Pickup bauen. Das ist in unseren Reihen das stärkste Auto mit 680 PS.
Zu diesem Heckdeckel von dem Auto gibt es eine coole Geschichte noch. So ein GFK-Heckdeckel kriegt man nicht zum Kaufen für den E9, gibt es einfach nicht. Und durch den Kontakt von meinem Vater zur BMW Classic hatten wir eben die Chance, dass wir, sagen wir mal so, in den Winterferien vom BMW Museum uns von diesem Originalrennauto den Heckdeckel zu leihen. Die mussten wir natürlich unbeschadet und unverkratzt wieder zurückbringen. Wir haben diesen Deckel dann weitergegeben an eine Firma, die halt so GFK-Bauteile macht, und die haben eine Form rausgezogen, dass wir diesen Deckel halt 1:1 wie im Originalauto halt auch haben, dass es halt einfach dazu passt. Zur Lackierung vom Auto. Das Auto trägt ja die typischen M-Streifen. Der BMW E9 CSL ist das allererste Auto, was diese M-Streifen getragen hat. So ist auch die M GmbH damals entstanden. Beim Originalfahrzeug lausig beklebt. Ja, mit dem haben wir uns nicht zufrieden gegeben und haben uns einen Lackierer gesucht, der viel Muße hatte, und der hat die ganzen Streifen halt fein säuberlich reinlackiert. Ich bedanke mich jetzt erstmal, dass ihr euch das Video reingezogen habt. Ein Riesendank geht an meinen Vater, der bei jedem Projekt mit Rat und Tat, Schweiß und Blut dabei war. Ein weiterer Dank geht an BMW Classic, dass wir uns das eine oder andere Teil für ein paar Wochen ausleihen durften. Wenn euch das Ganze gefallen hat, teilt es, liked es und abonniert es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus. But my vision is changing.